bin bei Nexaro von Anbeginn an mit dabei und als Produktmanager für die Gestaltung des NR1500 und des Saugroboters und das Nexaro Hub verantwortlich und arbeite natürlich dann auch schon an neuen Ideen, um die Zukunft dann noch weiter auszugestalten. Meine Erwartung ist, viele neue Kunden kennenlernen und mit unserem Gerät auch zu begeistern, ja, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen, die Produkteinführung des Gerätes im nächsten Jahr dann sicherzustellen und auch, ja, dass unsere Kunden glücklich sind. Also das erste Mal war ich auf der CMS 2019 und vorher 2018 auf der Interclean. Dort hat man vereinzelt Reinigungsrobotik gesehen. Auf der CMS hat man vermehrt dann auch schon digitale Lösungen gesehen. Also man hat gesehen, die Branche digitalisiert sich. Und mit der Entwicklung in den letzten Jahren und gerade jetzt auf der CMS mal wieder sehen wir viele Innovationen, gerade in den autonomen Reinigungsbereich. Und die gesamte Industrie entwickelt sich in diese Richtung. Und die Türen, die öffnen sich jetzt für Reinigungsrobotik. Und da kommen wir mit unserem Produkt genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich einen einfachen, flexiblen, nutzbaren Roboter zu haben, den wirklich jedermann bedienen kann. Also die Herausforderung bestand eigentlich in der Spezifizierung und der Entwicklung des Produktes selbst. Ja? Also in der Zeit, die vor der Messe schon stattfand. Die Messe selbst sehe ich als ein sehr angenehmes Event, in dem man wirklich dann auch erstmalig ein Produkt den Leuten zeigen kann, den Reinigungsunternehmen zeigen kann und dann im Gespräch sieht man, dass man doch bei der Vorbereitung schon den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Nämlich das Produkt ist auf den Punkt, die Leute sind begeistert, die wollen sehr schnell mit uns loslegen und auch die Geräte vertesten und einsetzen. Und Messe an sich ist in dem Zusammenhang keine Herausforderung, sondern ein sehr schönes Event. Also mit den verschiedenen Flächen möchten wir die flexible Einsatzfähigkeit unserer Roboter demonstrieren. Ja? Die sind klein, handlich und insoweit autark, dass man sie ja, einzelnen Flächen zuordnen kann in einem Gebäude. Das kann zum Beispiel ein Bürobereich sein, offener, und auf einer anderen Etage ist ein anderer Bereich, der genutzt werden kann. Und somit können mehrere Roboter gleichzeitig agieren und zur gegebenen Zeit, also abhängig von der Anzahl der eingesetzten Roboter, entsprechend der Leistung auch skalieren. Ja? Und das möchten wir hier auch auf der Messe demonstrieren, dass wenn man ein Bürogebäude hat mit mehreren einsatzbaren Flächen, ja, dann kann man auch mehrere Roboter dafür nutzen. Wir brauchen keine große, leistungsstarke Maschine. Wir brauchen viele kleine Geräte, die zusammen leistungsstark sind. Ja, die Besonderheit daran ist, dass unser kleiner Roboter auch ein aktives Bremssystem hat. Und um höchste Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten, wird bei jedem Start des Roboters ein Security-Selbstcheck durchgeführt. Das, was man hört, sind die Bremsen, die die Antriebe ansteuern und damit das Geräusch verursachen. Also wir im Endeffekt, wir machen einen Sicherheitscheck, wir überprüfen die sicherheitsbezogenen Komponenten vorm Start des Roboters, ob sie auch funktionsfähig sind. Und wenn es rattert und er danach losfährt, sind wir sicher, die Bremse hält. Und sollten wir doch einen Absprung erkennen, bleiben wir rechtzeitig stehen. Und dieses Geräusch ist eben nur bezogen auf die Bremse, aber wir haben noch viele andere Komponenten, die auch diesen Selbstcheck durchlaufen, die eben nicht hörbar sind, aber dennoch getestet werden. Backup and Restore. Ganz klar Backup and Restore. Also wir haben, man kennt das vielleicht auch unter dem Begriff Digital Twin. Wir haben eine Cloud-Infrastruktur neben der App, unserem Nexaro Hub, welches uns erlaubt, die Konfiguration des Roboters bedeutet, die Karten, die Zones, die Zeitpläne digital abzulegen und unabhängig von dem Roboter, von dem Endgerät selbst zu machen. AI Mapping Technology ist ebenfalls ganz wichtig, ist auch eins meiner Lieblingsfeatures. Das heißt, auf Knopfdruck kannst du den Roboter einmal kartieren lassen und hast die Karten und kannst entsprechend das konfigurieren. Das sind somit die wichtigsten und ja, benutzerfreundlichsten Features. Und das hebt auch nochmal wieder den Fokus hervor, worauf wir uns bei der Entwicklung fokussiert haben, nämlich ein
benutzerfreundliches Gesamtsystem zu schaffen. Das ist nicht nur der Roboter selbst, der einfach zu verstehen ist, der hat 3 Lämpchen, einen Knopf, ist nicht misszuverstehen, sondern auch das Nexaro Hub, ja, das man auch ohne Einführung direkt nutzen kann. Nexaro. Secure your success.